Niemand kam freiwillig nach Rottengrund. Nicht, weil der Ort schwer zu erreichen gewesen war, sondern weil sich dem Erinnern entzog. Selbst die Landkarten schienen Eichen zu meiden. Alte militärische Vermessungen zeigten an der Stelle nur einen grauen Fleck. Kirchenarchiv vermerkten den Namen mit einer Fußnote, die nie erklärt wurde, und wer im Dorf danach fragte, erhielt keine Antwort, sondern einen Blick, als hatte etwas Unaussprechliches berührt. Als Elias den letzten Bus verließ, regnete es nicht mehr. Doch die Luft war schwer von Feuchtigkeit, war in einem Raum, in dem so lange gebetet worden war. Der Fahrer wartete ungewöhnlich lange, bevor die Türen schloss. Dort oben gibt es nichts, sagte schließlich, ohne Elias anzusehen, nur Stein und Dinge, die man besser vergisst. Elias antwortete nicht. Zog den Mantel enger sich und sah den schmalen Waldweg hinauf, der sich zwischen dunklen Fichten verlor. Kein Schild, kein Wegweiser, nur Spuren im Schlamm alt, unregelmäßig, als seien sie von Menschen hinterlassen worden, die nicht zurückgekehrt waren. War nicht aus Neugier hier und auch nicht aus Sensationslust. Elias war Historiker. Kirchengeschichte, Spezialisierung, ausgelöschte Archiv, verbrannte Chroniken, Namen, die absichtlich verschwunden waren, und seit 3 Jahren verfolgte ein Dokument, das offiziell nicht existierte, Liber Memoriam Nigrum, das schwarze Buch der Erinnerung. Es war kein Ketzertext, keine dämonische Schrift, sondern ein internes Protokoll der Kirche, geführt über Jahrhunderte hinweg, fragmentarisch, anonym. Es verzeichnete keine Dogmen, sondern Opfer. Menschen, deren Namen aus allen Registern getilgt worden waren, nicht wegen falschen Glaubens, sondern weil sie so viel wussten, so viel erinnerten. Und immer weiter tauchte ein Ort auf, in Randnotizen, in verschlüsselten Marginalien, in abgebrochenen Sätzen. Rottengrund, der Weg führte bergauf. Je höher Elias kam, desto stiller wurde der Wald. Kein Vogelruf, kein Rascheln, selbst der Wind schien zu zögern, als müsse sich entscheiden, ob diesen Ort betreten dürfte. Nach fast einer Stunde lichtete sich das Dickicht, und das Kloster trat hervor. Es war nicht verfallen, das war das Erste, was Elias verstaute. Die Mauern standen fest, ungebrochen. Das Dach war intakt. Kein Efeu überwucherte die Fenster. Keine Russspuren, kein Zeichen von Plünderung oder Brand. Es wirkte nicht verlassen, sondern abgeschlossen, als hatte jemand den Ort versiegelt und dann vergessen, den Schlüssel zu vernichten. Der Glockenturm ragte über dem Hauptgebäude auf. Keine Glocke war zu sehen. Stattdessen hingen dort alte, ausgefranste Seile, schwarz vom Alter, wie getrocknete Adern. Elias spürte ein leichtes Ziehen im Magen, ein instinktives Unbehagen, das nichts mit Angst zu tun hatte, sondern mit Erkennen. Die Tür des Klosters war nicht verschlossen. Sie gab nach, als hatte sie auf Druck gewartet. Innen war es kühl, nicht kalt, sondern gleichmäßig temperiert, als würde der Raum selbst atmen. Der Geruch erinnerte an feuchten Stein, Wachsreste und etwas Metallisches. Blut, dachte Elias unwillkürlich, verwarf den Gedanken aber sofort. Das Kirchenschiff war leer, keine Kreuz, keine Heiligenbilder. Der Altar war schlicht, ein massiver Steinblock ohne Verzierung. Die Bänke jedoch standen nicht zum Altar hinausgerichtet, sondern seitlich. Manche sogar mit dem Rücken zur Front, als hatten die Menschen hier nicht gebetet, sondern zugehört.
Elias stellte seine Tasche ab und begann zu fotografieren, Notizen zu machen. Doch je langer blieb, desto mehr hatte das Gefühl, beobachtet zu werden, nicht von Augen, sondern von Oberflächen, die Wände wirkten, gespannt, erwartungsvoll. Als die Nacht hereinbrach, bemerkte Elias etwas, das zunächst vor Einbildung hielt. Ein Rhythmus, kein Geräusch, kein Ton, sondern ein regelmäßiger Druckwechsel in der Luft, wie Atem oder wie ein Herzschlag, tief im Mauerwerk verborgen. Zog das schwarze Buch aus seiner Tasche. Es war schwerer, als es sein sollte. Der Einband aus dunklem Leder fühlte sich warm an, fast lebendig. Elias hatte es nie vollständig lesen können. Seiten fehlten, andere waren leer. Manche zeigten erst Schrift, wenn man sie lange genug ansah. Als das Buch aufschlug, blätterte es von selbst. Nicht hastig, nicht gewaltsam, sondern ruhig, zielgerichtet, bis zu einer Seite, die Elias nicht kannte. Dort stand ein einziger Satz, in sauberer, schmaler Schrift. Wenn du dies liest, hat der Ort dich angenommen. Elias' Atem stockte. Wollte lachen, den Satz als psychologischen Effekt abtun, als Suggestion, die Wirkung eines Textes, den so ernst nahm. Doch in diesem Moment begann etwas anderes. Aus den Mauern erhob sich ein Murmeln, kein Flüstern im klassischen Sinn. Keine Stimmen, die man lokalisieren konnte. Es war ein Chor ohne Worte. Ein Summen aus 1000 Kehlen, die verlernt hatten zu sprechen. Elias fühlte, wie es sich seine Haut spannte, wie sein Herz schneller schlug, nicht aus Panik, sondern aus einer seltsamen, sakralen Unruhe. Dann ganz plötzlich, Stille, und in dieser Stille ein Tropfen, warm. Elias hob die Hand an sein Gesicht. Blut, ein dünner Faden rann aus seiner Nase, tropfte auf den Steinboden. Der Tropfen versickerte nicht. Wurde vom Stein aufgenommen, gierig, augenblicklich, als hatte der Boden darauf gewartet. Das Buch schlug sich zu. Elias stand reglos da. Wusste es noch nicht in Worten. Aber tief in sich verstand bereits. War nicht hier, etwas zu finden. War hier, ersetzt zu werden. Und irgendwo im Inneren des Klosters begann etwas, das lange geschwiegen hatte, weiter zu sacheln. Elias wusste nicht, wann eingeschlafen war. Es gab keinen klaren Übergang zwischen Wachen und Schlafen, nur ein langsames Absinken, als würde der Raum selbst ihn nach unten sehen. Als die Augen öffnete, war es noch dunkel, doch das Dunkel hatte sich verändert. Es war nicht mehr leer, es war dicht, schwer, durchzogen von einer Erwartung, da es sich wie ein Druck auf seine Brust legte. Irgendetwas sachelte, nicht laut, nicht hörbar, aber spürbar, wie das leise Absacheln eines Rituals, das niemals unterbrochen worden war. Elias setzte sich auf. Der Steinboden unter ihm war kalt, aber nicht feucht. Kein Tau, kein Kondenswasser. Die Luft war trocken, unnatürlich trocken für ein verlassenes Kloster. Als hatte das Gebäude selbst aufgehört zu atmen, nichts zu stören. Blickte auf seine Uhr, 23:47, noch 13 Minuten. Warum dieser Saal in seinem Kopf auftauchte, konnte nicht sagen. Doch sein Blick wanderte instinktiv zu den Wänden. Erst jetzt bemerkte die eingeritzten Linien, die am Vorabend übersehen hatte, Reihen aus Körben, manche tief, manche flach, unregelmäßig, aber nicht zufällig. Elias trat nahe. Es waren Markierungen, Zeitmarken. Neben jeder Kerbe war ein Symbol eingeritzt. Kein Kreuz,
kein Christusmonogramm, stattdessen Kreise, unterbrochen von kleinen Schnitten, 12 Reihen, und darunter eine Dreizehnte. Die Dreizehnte war anders, tiefer eingeritzt. Die Linien wirkten frischer, als hatte man sie regelmäßig nachgesogen. Daneben stand kein Symbol, sondern ein Wort, mehrfach wiederholt, übereinander geschrieben, bis es kaum noch lesbar war. Memoria. Spürte ein leichtes Brennen in der Nase. Als sich unbewusst darüber strich, farbten sich seine Finger erneut rot. Das Blut floss jetzt schneller, warmer. Es tropfte auf den Stein. Und weiter, derselbe Effekt. Der Boden sog es auf, ohne Spur, ohne Fleck. 2359. Das Summen kehrte zurück. Diesmal starker, nicht aus den Wanden, sondern aus seinem eigenen Körper. Sein Herzschlag geriet aus dem Rhythmus, passte sich etwas anderem an, etwas alterem. Elias wollte sprechen, ein Gebet murmeln, irgendeinen vertrauten Satz, doch ihm fiel nichts ein. Kein Vaterunser, kein Ave Maria, nur Fragmente, lose Worte ohne Halt. Mit dem Schlag der vollen Stunde veränderte sich der Raum, nicht sichtbar, aber endgültig. Die Luft sog sich zusammen, als würde jemand eine unsichtbare Grenze schließen. Und dann begann die Stunde, die Gott nicht kannte. Elias verstand das, ohne es gelesen zu haben. Die Kerzen, die am Abend noch nicht bemerkt hatte, entzündeten sich von selbst. 13 Stück, in einem Kreis den Altar verteilt. Ihr Licht war schwach, flackernd und warf Schatten, die sich nicht an die Körper hielten, die sie warfen. Manche Schatten bewegten sich langsamer, andere, zu schnell. Elias Beine trugen nach vorn, ohne dass sich dazu entschloss. Jeder Schritt fühlte sich korrekt an. Vorgesehen, als hatte der Steinboden erwartet. Vor dem Altar bleib stehen. Der massive Block war jetzt nicht mehr leer. Auf seiner Oberfläche zeichnete sich eine Vertiefung ab, handgroß, unregelmäßig, eine Schale, nicht aus Metall, nicht aus Stein, sondern aus etwas, das aussah wie polierter Knochen. Elias' Atem ging flach. Sein Verstand schrie nach Rationalität, nach Erklärung, aber sein Körper wusste bereits, was zu tun war. Es war kein Zwang, kein äußerer Druck. Es war Zustimmung. Zog das Taschenmesser aus der Jacke. Erinnerte sich nicht, es eingepackt zu haben. Die Klinge war scharf. Der Schnitt in die Handfläche tat kaum weh. Nur ein kurzer, klarer Schmerz, gefolgt von Wärme. Das Blut floss in die Schale, Tropfen für Tropfen. Mit jedem Tropfen wurde das Summen lauter, strukturierter. Es klang jetzt wie Stimmenwiele, übereinandergelegt, aber ohne Sprache. Elias begann zu sprechen, nicht laut. Die Worte kamen von selbst, formten sich in seinem Mund, obwohl sie nicht kannte. Kein Latein, keine bekannte Sprache. Es waren Namen, Orte, Jahreszahlen, Schlachten, Urteile, brennende Städte, Schreie, die in Protokollen zu Zahlen geworden waren. Sprach die Schuld aus, nicht sein, die der Kirche, die der Menschen, die der Geschichte. Mit jedem ausgesprochenen Satz zog sich etwas in ihm zusammen, als würde man einen Nagel tiefer treiben, nicht in Fleisch, sondern in Erinnerung. Bilder überschwemmten ihn. Sah Kreuzzüge, die nahe studiert hatte, Ketzerprozesse, deren Akten verbrannt waren, Kinder, die mit gesenktem Blick Beichten ablegten, die sie nicht verstanden. Das Blut in der Schale begann zu dampfen, nicht heiß, sondern lebendig. Aus den Wänden losten sich Schatten. Sie traten nicht hervor wie Gestalten,
sondern wie Verdichtungen der Dunkelheit, Dreizehnte an der Saal. Sie standen reglos, den Kopf geneigt, als lauschten sie einem vertrauten Ritus. Einer von ihnen hob den Kopf, und Elias hörte zum ersten Mal eine Stimme, die nicht aus ihm selbst kam. Du erinnerst richtig. Es war kein Lob, keine Ermutigung, nur eine Feststellung. Dies ist die Stunde, in der Gott schweigt, fuhr die Stimme fort, nicht aus Abwesenheit, sondern aus Einverständnis. Elias' Knie gaben nach, sank vor dem Altar nieder, die blutende Hand noch immer über der Schale. Tränen liefen über sein Gesicht, nicht aus Angst, sondern aus Überforderung. Sein Inneres füllte sich mit fremdem Leid, fremder Schuld, fremdem Wissen. Verstand nun, diese Gebete baten nicht Vergebung, sie bewahrten. Als die Kerzen erloschen, war es plötzlich wieder still. Elias lag erschöpft auf dem Boden. Die Wunde in seiner Hand hatte sich geschlossen. Keine Narbe, kein Zeichen. Doch etwas war in Eichem geblieben. Als sich mühsam aufrichtete, sah an der Wand eine neue Kerbe, frisch, dunkel, noch feucht. Unter der 13. Reihe. Die Stunde war vorbei. Aber sie hatte begonnen, in Eichem weiter zu zahlen. Und tief im Inneren des Klosters, dort wo kein Mensch betete und kein Gott antwortete, hatte man seinen Namen notiert, noch unsichtbar, aber unauslöschlich. Elias träumte, selbst als bereits wach war. Begriff es am Morgen, als das fahle, graue Licht durch die hohen Fenster der Kapelle fiel und sich über den kalten Steinboden sog. Sein Körper lag still, doch sein Geist nicht. Die Bilder flossen weiter, ohne der Logik des Schlafs zu gehorchen, ohne sich von der Wachheit vertreiben zu lassen. Sah ein schneebedecktes Feld. In der Mitte kniete ein Junge, die Hände mit grobem Seil gefesselt. Vor ihm stand ein Priester ohne Gesicht. Dort, wo Augen und Mund hatten sein sollen, war nur eine tiefe, schwarze Leere. Der Mann hielt ein Buch erhoben und sprach Worte, die Elias nicht hörte, aber verstand. Es war kein Gebet, es war ein Protokoll. Elias fuhr hoch und rang nach Luft. Kalter Schweiß lag auf seinem Rücken. Für einen Moment wusste nicht, wo war. Dann kehrten die Gerüche zurück. Alter Stein, erkaltetes Wachs, ein schwacher metallischer Hauch von getrocknetem Blut. Die vergessene Kapelle. Das Tageslicht machte diesen Ort nicht harmloser. Es machte ihn ehrlicher. Jetzt sah Elias die Zeichen an den Wänden deutlich. Nicht wahllose Kritzeleien, sondern wiederkehrende Symbole, in Reihen angeordnet, wie eine liturgische Schrift. Manche waren durchgestrichen, andere darüber neu eingeritzt, als hatte jemand die Vergangenheit selbst korrigiert. Ging langsam an der Nordwand entlang. Dort entdeckte Namen, keine Heiligennamen, keine Martyrer, sondern gewöhnliche Namen, Bauern, Schmiede, Frauen, Kinder. Neben jedem Namen ein Zeichen, ein Tropfen, eine Klinge, eine offene Hand. Elias legte die Finger auf einen der Namen. Der Schwindel kam sofort. Diesmal wehrte sich nicht. Ließ es geschehen. Stand in einem niedrigen Raum. 12 Gestalten saßen im Kreis, in abgetragenen Mönchskutten. Ihre Arme waren an den Handgelenken dunkel verfarbt vom Blut. In der Mitte saß ein Mann auf einem Holzstuhl, festgebunden, der Kopf gesenkt. Eine Stimme sprach, wird nicht vergeben, wird erinnern. Einer nach dem anderen trat vor.
schnitt sich in die Handfläche und ließ das Blut auf die Stirn des Gefesselten tropfen. Mit jedem Tropfen kam ein Flüstern, keine Fluche, sondern Berichte, Vergehen, Urteile, Schweigen der Kirche, Unterschriften im Namen Gottes, ohne dass Gott anwesend war. Als der Dreizehnte den Kreis betrat, zog sich Elias' Brust zusammen. Der Mann trug keine Kutte, trug Elias' Kleidung. Elias riss die Hand von der Wand und taumelte zurück. Die Vision sehr viel, doch ihr gewatscht blieb. Jetzt wusste es, was hier begonnen hatte, war nie geendet. Es war weitergegeben worden. Sah auf seine linke Hand. Die Wunde der Nacht war verschwunden, keine Narbe, doch als die Faust ballte, schoss ein steckendes Gefühl hindurch, kein Schmerz, sondern eingeschlossene Erinnerung. Hinter dem Altar entdeckte Elias eine niedrige Tür, fast unsichtbar im Stein. Kein Griff, nur ein schmaler Spalt. Darüber war ein einziges Wort eingeritzt: Trager. Die Tür öffnete sich ohne Widerstand. Eine schmale Treppe führte hinab. Es gab kein Licht, und doch sah Elias den Weg, als hatte die Dunkelheit ihn erkannt. Unten öffnete sich ein runder Raum, kleiner als die Kapelle, aber erfüllt von rituellen Gegenständen. 12 Holzstühle standen im Kreis, jeder mit einer tiefen Sitzmulde, als hatten dort Generationen gesessen. An der Wand gegenüber hingen Masken, keine Statuen, keine Bilder, Gesichter aus menschlicher Haut, gespannt auf Holzrahmen, jeder Ausdruck anders, Schmerz, Reue, Zorn, Ergebenheit. Unter jeder Maske ein Name, dieselben Namen von der Wand oben. Sie waren keine Opfer, sie waren Trager. Elias sank auf die Knie. Die Erkenntnis traf ihn mit voller Wucht, wenn Schuld zu groß war, vergeben zu werden, wenn Geschichte zu schmutzig war, ersalt zu werden, dann musste sie bewahrt werden. Im Fleisch der Lebenden. Blut war kein Opfer. Blut war ein Siegel. Ein leises Gerausch hinter ihm. Kein Schritt. Ein Atem, du hast gesehen, flüsterte eine Stimme. Das bedeutet, du bist bereit. Elias drehte sich Im Schatten der Treppe stand eine Gestalt. Ihr Gesicht blieb verborgen, doch die Hand war erhoben. In der offenen Handfläche waren Linien eingeritzt, identisch mit denen an den Wänden. Die Trager sterben nicht, sagte die Stimme, sie werden weitergegeben. Elias wollte schreien, flehen, verneinen. Doch tief in ihm wusste etwas anderes. Der Weg hinter ihm hatte sich geschlossen. Als die Gestalt verschwand, erschien an der leeren Wand ein neuer Name, als würde von innen aus dem Stein gedruckt. Elias Kramer, darunter ein freier Platz. Wartend auf das erste Zeichen. Elias verließ den runden Raum erst, als seine Beine ihn kaum noch trugen. Wusste nicht, wie lange vor den Masken aus menschlicher Haut gekniet hatte. Zeit funktionierte hier anders. Sie floss nicht, sie verdichtete sich. Jeder Augenblick trug Gewicht, als müsse Erinnerung aufnehmen, bevor vergehen durfte. Als Elias sich schließlich erhob, zitterten seine Knie und sein Herz schlug langsam, unnatürlich ruhig. Als sachle es bereits für ein weiteres Ritual. Als in die Kapelle zurückkehrte, hatte sich das Tageslicht verändert. Es war nicht mehr grau, sondern gelblich, wie ein sterbender Nachmittag. Elias konnte sich an kein Glockenzeichen erinnern, doch wusste, die 13. Stunde hatte diesen Ort nicht verlassen. Sie hatte sich in den Mauern eingenistet. Sein Blick fiel auf die Wand, an der in der Nacht sein Name erschienen war.
Elias Kramer. Die Buchstaben waren tiefer eingeritzt als alle anderen. Scharfkantig, als hatte man sie mit einer, noch warmen, Klinge geschnitten. Darunter klaffte der leere Raum, der Eihan nun mehr beunruhigte als jeder Flug. Verstand, nicht jeder Trage wurde sofort gezeichnet. Diese Lehre war kein Versäumnis, sie war eine Ankündigung. Ein trockenes Geräusch hallte durch die Kapelle. Elias fuhr herum, zum ersten Mal, seit das Kloster betreten hatte, war da ein Zeichen von Leben, das nicht aus ihm selbst kam. Die schwere Holztür öffnete sich langsam. Ein Mann trat ein, etwa Mitte 50, bauerliche Kleidung, die Stiefel noch von getrocknetem Schlamm bedeckt. Sein Gesicht war eingefallen, die Augen gerötet vom Schlafmangel. Als Elias sah, bleib stehen. Endlich flüsterte ich dachte schon, ich hatte mich geirrt. Elias sagte nichts, eine kalte kroch ihm den Rücken hinauf. Dieser Mann gehörte nicht hierher, und doch war gerufen worden. Sie sind der Mönch, fragte der Fremde zögernd. Man sagte mir im Dorf, hier oben hört jemand zu, jemand, der versteht. Elias wollte widersprechen, wollte sagen, dass kein Mönch war, kein Priester, kein Beichtvater, doch die Worte bleiben ihm im Hals stecken. Stattdessen sprach etwas anderes aus ihm. Was wollen sie erinnern? Der Mann erbleichte. Wich einen Schritt zurück, als hatte etwas getroffen. Seine Hände zitterten, als den Hut umklammerte. Mein Sohn, sagte leise, ist tot. Man nannte es einen Unfall, aber ich weiß, dass es keiner war. Ich habe geschwiegen, ich habe unterschrieben, Geld angenommen. Seitdem schlafe ich nicht mehr. Der vertraute Druck setzte hinter Elias Stirn ein. Fremde Erinnerungen regten sich, suchten Halt. Sah mehr, als der Mann ersahlte, ein lebloses Kind, ein zittriges Kreuz auf einem Dokument. Ein Dorf, das wegsah, Schweigen als kollektives Gelübde. Sie sind nicht hier, Vergebung zu bekommen, sagte Elias. Sie sind hier, es zu tragen. Der Mann brach in Tränen aus. Keine lauten Schluchzer, sondern ein Raus. Gebrochenes Weinen, sank vor dem Altar auf die Knie, nicht im Gebet, sondern in Ergebung. Was kostet es? Fragte was muss ich geben? Elias schwieg lange, dann führte den Mann zur niedrigen Tür hinter dem Altar, hinab in den runden Raum. Als der Fremde die Stühle und die Masken sah, verstummte In seinem Blick lag plötzlich Verständnis langsam, grausam, flüsterte sie leben nicht mehr. Nicht so, wie sie es meinen, antwortete Elias. Der Mann setzte sich auf einen der leeren Stühle. Niemand weiß ihn an. Alles geschah, als Folge einer Erinnerung, die älter war als sein eigenes Leben. Elias trat vor ihn. In seiner Hand lag das Ritualmesser, das auf dem steinernen Tisch gefunden hatte. Die Klinge war lang und schmal, mit eingeritzten Zeichen entlang des Rückens. Das erste Zeichen, sagte Elias leise, es bleibt, bis es übernommen wird. Der Mann nickte, krempelte den Arm hoch und legte den dürren Unterarm frei. Elias atmete tief ein und schnitt, langsam, präzise, Blut trat hervor, dunkel und schwer. Der Mann verzog das Gesicht, aber schrie nicht. Elias begann zu ritzen, keine Worte. Schnitt Erinnerung, Bilder durchfluteten ihn. Der Junge, der Weg, das Papier, die Münzen, die stillen Blicke. Mit jedem Schnitt wurde das Gesehene tiefer in die Haut gedruckt, als wahre Bluttinte und Fleischpergament.
Als Elias das Messer senkte, sackte der Mann zusammen. Das Blut rann über seinen Arm und tropfte auf den Boden. Es verschwand nicht. Es blieb in den Ritzen des Steins. Der Mann hob noch einmal den Kopf. Seine Augen waren leer. Dann fiel nach vorn. Tot, Elias taumelte zurück. Sein ganzer Körper bebte. Hatte eine Grenze überschritten, die kein Mensch je ungestraft überschreitet. In der Stille hörte das vertraute Flüstern aus den Wanden. Das Zeichen ist gesetzt. Als Elias in die Kapelle zurückkehrte, hatte sich die Wand verändert. Unter dem Namen des Mannes war ein neues Zeichen erschienen, eine geschlossene Hand. Und unter Elias Kramer war die Leere nicht mehr unberührt. Ein feiner, dunkler Schnitt hatte sich gebildet. Die Sammlung hatte begonnen, und beim nächsten Mal wurde das Blut nicht freiwillig fließen. Elias wusste, dass nicht mehr allein war, selbst wenn die Kapelle leer erschien. Dieses Gefühl kam nicht von Gerauschen oder Bewegungen, sondern von einer Veränderung der Luft. Der Raum spannte sich an, als heilte den Atem an. Der Name des Mannes, der kurz zuvor gestorben war, schien noch warm im Stein zu liegen, und das Zeichen unter Elias Kramer pochte wie eine Wunde, die sich nicht schließen wollte. Die Nacht fiel schneller, als Elias es erwartet hatte. Es gab keinen wirklichen Sonnenuntergang. Das Licht wurde nicht dunkler, es wurde entzogen. Als die Uhr an seinem Handgelenk einmal kurz vibrierte, ohne die Stunde anzuzeigen, wusste es. Das nächste Ritual wartete nicht auf Zustimmung. Die Dreizehnte Stunde näherte sich. Elias stand reglos in der Mitte der Kapelle. Betete nicht, wagte es nicht. Gebete waren hier verdreht worden, zusammengedrückt, umgeformt zu etwas, das nicht mehr zu Gott gehörte. Stattdessen lauschte und das Kloster antwortete. Aus den Mauern drangen Flüstern, Fetzen von Erinnerungen, ohne klare Worte. Das Wimmern eines Kindes, das Rascheln von Papier, Metall auf Stein, der schwere Atem eines Sterbenden. Elias erkannte mit wachsendem Entsetzen, dass diese Geräusche keinem Zufall folgten. Sie wollten aus, nicht durch Sprache, sondern durch Bilder. Vor seinem inneren Auge erschien das Gesicht einer jungen Frau. Dunkles Haar, fahle Haut, eine kleine Narbe am Kinn. Elias hatte sie nie gesehen und doch wusste wo sie lebte. Sah ihre enge Küche, das schlafende Kind im Nebenzimmer, das Geheimnis, das sie seit Jahren in Schweigen eingeschlossen hielt. Elias wich zurück, schüttelte den Kopf. Nein, flüsterte er wusste nicht, ob es Widerstand oder Bitte war. Die Ostwand der Kapelle bebte leicht. Ein neuer Riss zog sich durch den Stein, wie ein frischer Schnitt. Und in diesem Riss erschien ein Name, Buchstabe für Buchstabe, als würde von innen nach außen gedruckt. Elias sprach nicht aus. Musste es nicht. Das Kloster hatte Gewalt. Übelkeit überkam Eichen. Sank auf die Knie, die Hände auf dem kalten Boden. Es war keine Bitte mehr, kein freiwilliges Tragen. Es war ein Urteil ohne Gericht. Ich bin kein Richter, murmelte Elias. Die Antwort kam nicht aus einem Mund, sondern aus dem Raum selbst. Du bist das Gefäß. In diesem Moment verstand Elias. In dieser verdrängten Form des Glaubens war kein Entscheider. War ein Werkzeug, ein Teil eines Mechanismus, der lange existiert hatte, bevor geboren worden war. Ein Klopfen an der schweren Eingangstür, 3 Schläge, langsam, gleichmäßig.
Elias erhob sich. Jeder Schritt zur Tür fühlte sich schwer an, als soge ihn etwas zurück. Als öffnete, stand die Frau aus der Vision vor ihm. Ihr Mantel war dünn, ihr Blick müde und verwirrt. Man sagte mir, hier oben könne man sprechen, sagte sie leise, dass jemand zuhört. Elias sah sie lange an. Für einen Augenblick wollte lügen, wollte sie fortschicken, ihr sagen, sie solle alles vergessen. Doch die Erinnerungen hatten sich bereits in ihm festgesetzt wie Dornen. Wusste, was sie getan hatte und was sie nicht getan hatte. Sie hatte nicht getötet, aber ihr Schweigen hatte den Tod vollendet. Sie wurden gerufen, sagte Elias. Die Frau erstarrte. Von wem? Elias antwortete nicht. Trat zur Seite und ließ die Dunkelheit der Kapelle hinter sich hervorquellen wie einen geöffneten Schlund. Die Frau trat ein. Die Tür schloss sich lautlos hinter ihr. Alles ging schneller als beim ersten Mal. Keine langen Tränen. Keine Fragen nach dem Preis. Als sie den runden Raum sah, die Stühle, die Masken, begriff sie auf jene stille, hoffnungslose Weise, die nur Menschen kennen, deren Schuld keinen Ausweg mehr findet. Ich wollte nur, dass es aufhört, flüsterte sie. Elias sagte nichts. Als sie sich setzte, durchjuckte ein scharfer Schmerz seinen Arm. Unter seinem Namen öffnete sich das Zeichen erneut. Blut sickerte hervor. Das Kloster teilte die Last, oder band Eichen fester an sich. Die Klinge schnitt in die Haut der Frau. Blut floss, doch diesmal war es anders. Elias ritzte nicht nur ihre Erinnerung in das Fleisch. Verlor etwas von sich selbst. Mit jedem Bild, das in die Wunde zwang, verschwand etwas aus Eichem. Eine Kindheitsszene, ein vertrautes Gesicht, das Gefühl, Teil der Welt außerhalb dieser Mauern zu sehen. Als die Frau zusammensagte, schwankte Elias. Ihr Tod kam schnell, zu schnell. An der Wand der Kapelle erschien das Zeichen unter ihrem Namen, fast augenblicklich. Und unter Elias Kramer bildete sich das zweite Zeichen, tiefer, langer, schmerzhafter. Elias schrie auf. Zum ersten Mal, seit das Kloster betreten hatte. Der Schrei hallte nicht weiter. Wurde verschluckt. In der Stille, die folgte, begriff Elias die grausamste Wahrheit des Glaubens. Mit jedem neuen Trager wurde Erinnerung bewahrt. Doch nicht jeder Trager durfte leben. Manche waren nur Übergange, Opfer, damit die Kette nicht riss. Als die Dreizehnte Stunde endete, wusste Elias eines mit erschreckender Klarheit. Beim nächsten Mal wurde das Kloster nicht mehr anklopfen. Es wurde sich selbst öffnen. Und der Auserwählte würde vielleicht nicht mehr aus eigener Kraft eintreten. Am Morgen verließ Elias das Kloster, nicht weil es wollte, sondern weil es ihm erlaubt wurde. Die schwere Holztür öffnete sich widerstandslos, beinahe bereitwillig, als hatte das Kloster entschieden, dass sehen müsse, was unterhalb des Berges lag, zu begreifen, was das Ritual tatsächlich schützte. Der Weg hinab ins Dorf war schmal und steil. Nebel kroch über den Boden, umhüllte die alten Bäume wie gebeugte Gestalten. Elias ging langsam. Mit jedem Schritt fühlte sich die Welt fremder an. Alles sah normal aus, zu normal. Und genau das jagte ihm Angst ein. Der Rauch aus Schornsteinen, das Krachen eines Hahns, das Leben ging weiter, als wäre in der Nacht niemand gestorben. Als Elias das Dorf betrat, blickten einige Menschen auf. Niemand fragte, wer sei. Niemand zeigte Verwunderung darüber,
dass ein Fremder vom Weg des Klosters kam. Die Blicke ruhten nur kurz auf ihm, dann wandten sie sich ab, nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus Wissen. Elias spürte es sofort. Es war dasselbe Gefühl wie das Flüstern des Klosters, nur diesmal kam es von Menschen, von einer gemeinsam getragenen Stille, eingeübt über Generationen. Blieb vor der kleinen Schenke im Dorfzentrum stehen. Die Tür stand offen, der Geruch von frischem Brot und dünnem Kaffee strömte heraus. Drinnen saßen einige Männer an einem Holztisch und sprachen leise. Als Elias eintrat, verstummten sie. Keine Feindseligkeit, nur müde Wachsamkeit. Sie kommen vom Kloster, sagte einer. Es war keine Frage. Elias nickte. Ein anderer stieß ein trockenes Lachen aus. Dann ist es weiter so weit. Niemand erklärte etwas. Es brauchte keine Erklärung. Elias setzte sich auf einen freien Stuhl nahe dem Ofen. Spürte ihre Blicke, nicht wie die eines Fremden, sondern wie die auf einen Teil eines bekannten Kreislaufs. Wie viele wissen davon? Fragte Elias schließlich. Ein alterer Mann mit grauem Bart stellte seinen Becher ab. Alle, sagte er, aber nicht alle auf dieselbe Weise. Elias sah ihn an, und niemand hat je etwas dagegen getan. Der Mann zuckte mit den Schultern. Getan. Wir haben gelebt. Unsere Kinder auch. Die Antwort war so schlicht wie grausam. Eine Frau brachte Brot an den Tisch. Als sie den Teller vor Elias abstellte, glitt ihr Blick über seine Hände, über den Schmerz, den nur spürte. Sie stockte kaum merklich. Dann ging sie weiter, als wäre nichts gewesen. Sie tragen es, sagte sie leise, ohne sich umzudrehen. Es war keine Frage. Es war eine Feststellung. Elias verließ die Schenke mit schwerem Schritt. Ging durch die schmalen Gassen, blickte in Fenster, an Türen vorbei. Überall spürte dasselbe. Vergrabene Erinnerungen, Tote mit anderen Namen, Unfälle, Verschwundene, nach denen niemand gefragt hatte. Das Kloster stand nicht isoliert. Es wurde gehört. Am Rand des Dorfes stand die kleine Kirche, alt aber gepflegt. Die Tür war offen. Elias trat ein. Der Raum war heller als die Kapelle auf dem Berg. Frische Blumen auf dem Altar. Vertrauter Weihrauchgeruch. Ein Priester stand mit dem Rücken zu ihm und ordnete Messbücher. Sei kommen spät, sagte der Priester, ohne sich umzudrehen. Ich komme von oben, antwortete Elias. Der Priester hielt eine lange Stille. Dann hat es sie Gewalt, sagte schließlich leise. Elias trat nachher, sie wissen davon. Der Priester drehte sich Sein Gesicht war alt und müde, aber nicht überrascht. Ich weiß davon, seit ich lesen kann, sagte und mein Vorgänger wusste es. Und dessen Vorgänger auch. Und sie haben weiter Messen gelesen, sagte Elias, Beichten gehört, von Vergebung gesprochen. Ja, antwortete der Priester, für die Lebenden. Elias spürte, wie Zorn in ihm aufstieg, und die Toten. Der Priester senkte den Blick. Vor sie gibt es den Berg. Die Worte trafen Elias wie ein Schlag. Verstand. Die Kirche hier bekämpfte das Ritual nicht. Sie existierte daneben. Sie machte Platz dafür. Sie segnete das Schweigen. Das Kloster tragt die Schuld, fuhr der Priester fort, damit wir sie nicht tragen müssen. Es totet Menschen, sagte Elias. Der Priester sah ihn direkt an, und dennoch stehen sie hier. Dieser Satz schnitt tiefer als jedes Messer. Als Elias die Kirche verließ,
begannen die Glocken zur Mittagsstunde zu lauten. Der Klang breitete sich über das Dorf aus, doch in Elias Ohren verzerrte sich, zog sich in die Lange, wie ein falscher Takt. Auf dem kleinen Platz spielte ein Kind allein. Als Elias vorbeiging, sah es zu ihm auf. Der Blick war so ernst für sein Alter. Bist du der Nächste? Fragte das Kind. Elias bleib stehen. Was meinst du? Das Kind zuckte mit den Schultern. Mama sagt, der Berg nimmt immer jemanden, sonst nimmt mehr. Elias ging in die Hocke, auf Augenhöhe. Und findest du das richtig? Das Kind schwieg lange, dann sagte es, ich finde es ruhig. Elias richtete sich auf, das Herz schwer. Ein Frieden, gebaut auf Blut. Eine Generation. Die mit dem Ritual aufwuchs, war mit schlechtem Wetter, furchterregend, aber unveranderlich. Als dem Dorf den Rücken kehrte, zeichnete sich der Weg hinauf zum Kloster klar im Nebel ab, wie eine Narbe, die nie verheilte. Elias wusste nun, stand nicht mehr nur den Stimmen im Stein gegenüber, sondern einer ganzen Gemeinschaft, die sich für das Schweigen entschieden hatte, und das Kloster wartete oben, nicht auf das nächste Opfer, sondern auf den ersten Wert. Elias kehrte bei Einbruch der Nacht zum Kloster zurück. Nicht, weil gerufen wurde, sondern weil sich entschloss, nicht langer zu gehorchen. Der Weg bergauf erschien ihm diesmal langer, steiler, als hatte der Berg selbst Widerstand gegen seine Schritte entwickelt. Der Nebel hatte sich gelichtet, doch die Dunkelheit wirkte dichter, kompakter. Jeder Atemzug schmeckte nach kaltem Stein. Trug nichts bei sich außer dem Messer, das hatte zurücklassen sollen. Als die Schwelle der Kapelle überschritt, spürte es sofort. Die Stille war gespannt, nicht wartend, sondern lauernd. Die Kerzen entzündeten sich nicht von selbst. Kein Flüstern begrüßte ihn. Das war neu. Elias ging langsam zur Wand mit den Namen. Sah die frischen Zeichen, die geschlossene Hand, die zweite Kerbe unter seinem eigenen Namen, noch dunkel, noch schmerzhaft. Legte die Handflasche dagegen. Es endet heute, sagte laut. Seine Stimme klang fremd im Raum, so klar, so menschlich. Wusste nicht, was erwartet hatte. Ein Beben, ein Aufschrei, ein Zorn. Stattdessen geschah zunächst nichts. Die Kapelle blieb reglos. Elias atmete aus. Ein erster Anflug von Hoffnung regte sich. Dann knackte der Stein, nicht an der Wand. Unter ihm. Der Boden vor dem Altar riss auf, nur einen Finger breit, aber tief. Aus dem Spalt stieg ein Geruch auf, der Elias würgen ließ. Altes Eisen, feuchte Erde, etwas Süßliches. Blut, das zu lange gewartet hatte. Nein, flüsterte nicht noch einer. Ging zum Altar, riss die Schale aus poliertem Knochen in sich und schleuderte sie gegen die Wand. Sie zerbrach nicht. Sie prallte ab und fiel klirrend zu Boden, unversehrt. Elias starrte sie an. Ihr braucht das nicht, sagte ich trage es. Lass die anderen gehen. Die Antwort kam nicht als Stimme, sie kam als Bild. Elias' Sicht verdunkelte sich, und sah das Dorf, gleichzeitig, mehrere Orte, übereinandergelegt. Ein Stall, ein Schlafzimmer, die Schenke, Menschen, die sich aufrichteten, zusammenzuckten, die Hände an die Brust pressten, Kinder, die weinend aufwachten, Alte, die keuchend nach Luft schnappten. Der Widerstand hatte begonnen, und traf nicht das Kloster. Traf die Mitwissenden. Elias fiel auf die Knie. Der Schmerz in seinem Arm flammte auf so stark, dass ihm schwarz vor Augen wurde.
Unter seinem Namen begann die dritte Kerbe zu wachsen, nicht langsam, nicht vorsichtig, sei grübsig, als würde etwas von innen schneiden. Hört auf, schreie Elias, ich nehme es zurück. Das Bild wechselte. Sah den Priester im Dorf, wie in der Sakristei zusammensackte, die Hostie aus der Hand gleitend. Sah den alten Mann aus der Schenke, wie sich an den Tisch klammerte, während seine Frau schrie, und sah das Kind vom Platz, wie es reglos auf dem Boden saß, die Augen offen, still. Elias verstand. Das Ritual war kein Messer, es war ein Netz, daran zog, reiß es über Viele. Mit zitternden Händen griff Elias nach dem Messer. Wusste, was von ihm verlangt wurde. Nicht ein Opfer, eine Korrektur. Ging zur Wand mit den Namen und setzte die Klinge an die dritte Kerbe unter Elias Kramer. Dann nehmt mich, flüsterte schnitt. Der Schmerz war überwältigend. Kein körperlicher Schnitt, sondern ein Riss durch alles, was war. Erinnerungen stürzten aus ihm heraus. Sein Vater, der ihn als Kind am Fluss hielt. Das erste Buch, das liebte. Der Geruch von Regen auf Asphalt. Sie rannen ab, wie Blut, das niemand auffing. Mit dem Schnitt verstummten die Bilder aus dem Dorf. Elias brach zusammen. Als wieder zu sich kam, lag auf dem Steinboden. Die Kapelle war ruhig, so ruhig. Spürte seinen Arm nicht mehr. Als hinsah, war die Haut unversehrt. Doch die Wand hatte sich verändert. Unter seinem Namen waren nun 3 Zeichen. Und zwischen ihnen ein neues Symbol, das noch nie gesehen hatte. Ein offenes Auge. Elias begriff mit kalter Klarheit. Der Widerstand hatte das Ritual nicht geschwächt. Hatte es weiterentwickelt. Von nun an würde jede Auflehnung nicht nur mehr Opfer fordern, sie würde ihn selbst auf eine andere Stufe zwingen. Nicht mehr nur Trager, nicht nur Werkzeug, sondern Wächter. Als die 13. Stunde endete, öffnete sich die niedrige Tür hinter dem Altar von selbst. Aus der Tiefe stieg ein gleichmäßiger Atem empor, als würde dort unten etwas erwachen, das lange geschlafen hatte. Elias blieb liegen, unfähig aufzustehen. Zum ersten Mal fragte sich nicht mehr, ob entkommen konnte, sondern ob die Welt draußen je weiter ohne ihn bestehen durfte. Die niedrige Tür hinter dem Altar blieb offen. Elias lag noch immer auf dem kalten Steinboden, als hatte sein Körper sich entschieden, nicht mehr Teil des Geschehens zu sein. Doch etwas in ihm war wach und gespannt wie ein Tier, das gelernt hatte, den Atem eines Jagers zu erkennen. Der Atem kam aus der Tiefe, gleichmäßig, ruhig, nicht menschlich, aber auch nicht fremd. Erinnerte Elias an den eigenen Atem, wenn man lange unter Wasser gewesen war und wusste, dass man noch nicht auftauchen durfte. Zwang sich aufzustehen. Seine Beine fühlten sich an wie Gelehen. Als gehorten sie jemand anderem, der ihm widerwillig folgte. Mit jeder Stufe, die in die Dunkelheit hinabstieg, veränderte sich der Klang seines Schrittes. Der Stein hier unten war alter, glatter, abgenutzter als hatten Generationen von Füßen Eischen poliert barfuß, kneiend, schleifend. Die Treppe endete nicht im runden Raum der Trager. Sie führte weiter. Elias verstand nun, was zuvor nur geahnt hatte. Der Raum mit den Stühlen war nicht das Herz des Rituals. War der Vorhof. Der wahre Kern lag tiefer,
Die Luft wurde kalter, trockener, kein Schimmelgeruch, kein Moder, stattdessen ein metallischer Hauch, wie von alten Ketten. Die Dunkelheit hier unten war nicht leer, sie hatte Struktur, Tiefe, als würde sie Schichten tragen. Am Ende der Treppe öffnete sich ein Raum, größer als alles, was Elias im Kloster gesehen hatte. Der Boden bestand aus nacktem Fels. Die Wände waren nicht behauen, sondern roh, von Adern durchzogen, die im schwachen Licht matt glanzten. In der Mitte des Raumes stand etwas, das Elias zunächst für einen Altar hielt. Dann erkannte dass es keiner war. Es war ein Sockel, und auf diesem Sockel saß eine Gestalt, nicht angekettet, nicht gefesselt, sie saß aufrecht, die Hände auf den Knien, der Kopf leicht genäht. Ihr Körper war mit Zeichen bedeckt, dieselben Kerben, die Elias an den Wänden gesehen hatte, aber tiefer, dichter, bis sich kaum noch Haut zwischen ihnen zeigte. Der Wächter, Elias wusste das Wort, ohne es je gehört zu haben. Die Augen der Gestalt waren geöffnet, und sie blickten direkt auf ihn. Elias' Atem stockte, nicht vor Angst, sondern vor Erkenntnis. Die Augen waren nicht leer, sie waren voll, übervoll, als hatten sie so viel gesehen, so lange. Du bist spät, sagte der Wächter. Die Stimme kam nicht aus dem Mund. Sie entstand im Raum, in Elias' Kopf, in seinem Brustkorb. Oder früh, antwortete Elias heiser. Je nachdem, wessen Zeit hier sammelt. Ein kaum merkliches Neigen des Kopfes, Zustimmung oder Belustigung, Zeit, sagte der Wächter. Ist hier eine Funktion, keine Richtung. Elias trat nahe. Jeder Schritt fiel ihm schwerer, als würde der Boden ihn zurückhalten wollen. Sah nun, dass der Körper des Wächters alt war. Sehr alt. Die Haut spannte sich über Knochen, die nahe ganz geheilt waren. An manchen Stellen schimmerte etwas Weißes durch, nicht Knochen, sondern etwas, das wie verfestigtes Licht wirkte. Du bist kein Opfer, sagte Elias. Du bist kein Trager. Ich war beides, antwortete der Wächter, und dann mehr. Elias' Blick fiel auf die Brust der Gestalt. Dort, wo das Herz sein sollte, war ein Symbol eingeritzt, größer als alle anderen. Ein Kreis mit einem offenen Spalt. Die 13. Stunde. Du bist sie, flüsterte Elias. Ich halte sie, korrigierte der Wächter. So wie du nun beginnst, sie zu halten. Elias' Arm brannte. Die 3 Zeichen unter seinem Namen pochten im gleichen Rhythmus wie der Atem des Wächters. Ein beunruhigendes Echo, das Ritual totet, sagte Elias, und wenn man sich weitersetzt, totet es mehr. Ja, sagte der Wächter ruhig, dann ist es falsch. Ein Moment Verging oder mehrere. Zeit war hier tatsächlich unzuverlässig. Falsch ist ein Wort der Außenwelt, antwortete der Wächter schließlich. Hier gibt es nur Last und Verteilung. Bilder fluteten Elias' Geist, nicht unkontrolliert wie zuvor, sondern geordnet. Sah die Anfänge, ein Kloster, gegründet auf Schuld, Mönche, die so viel wussten, ein erstes Ritual, geboren aus dem Wunsch, Erinnerung zu binden, damit sie nicht explodierte. Dann Generationen von Wächtern, jeder ein wenig weniger Mensch, ein wenig mehr Funktion. Und wenn es keinen Wächter gab, fragte Elias, der Atem im Raum stockte nur für einen Augenblick. Dann sagte der Wächter langsam, würde die Stunde nicht enden. Elias sah was geschehen würde, wenn das Ritual zerbrach. Erinnerungen, ungebremst, wurden in die Welt strömen. Schuld ohne Gefäß, Wissen ohne Form.
Dörfer, Städte, Institutionen wurden unter der Last kollabieren, nicht aus Gerechtigkeit, sondern aus Überforderung. Schützt die Lüge, sagte Elias. Wir verhindern das Zerreißen, antwortete der Wächter. Elias lachte leise, es klang hohl. Und was werde ich? Der Wächter hob eine Hand. Die Zeichen auf seiner Haut begannen schwach zu leuchten. Du hast 3 Zeichen. Du hast widersprochen. Und du lebst noch. Der Blick bohrte sich in Elias. Du bist nicht hier, mich zu töten. Elias schluckte. Dann bin ich hier, dich zu ersetzen. Ein langes Schweigen folgte. Dann zum ersten Mal lächelte der Wächter. Nicht freundlich, aber erleichtert. Nein, sagte er, du bist hier, zu lernen. Weil man wacht, ohne ganz zu verschwinden. Der Boden bebte leicht, nicht bedrohlich, weil ein Herzschlag, der sich neu einstellt. Elias spürte, wie es sich etwas in ihm öffnete, nicht wie eine Wunde, eher wie ein Auge, das zum ersten Mal Licht sah. Er verstand nun, dass die 13. Stunde nicht nur eine Zeit war, sie war Aufmerksamkeit, ein Blick auf die Welt, der nicht schlafen durfte. Als sich abwandte, die Treppe weiter hinaufzusteigen, wusste Elias. Er hatte das Zentrum erreicht, aber er hatte noch keine Wahl getroffen, und der Wächter hinter ihm atmete weiter, geduldig. Elias verließ den Raum des Wächters mit einem Gefühl, das er nicht benennen konnte. Es war kein Triumph, keine Niederlage, es war das dumpfe Gewicht einer Entscheidung, die noch nicht gefallen war, sich aber bereits in seinen Körper eingeschrieben hatte. Die Treppe hinauf schien kürzer als zuvor, als hatte der Berg selbst akzeptiert, dass er nun Teil seines Inneren war. In der Kapelle war es still, keine Kerzen entzündeten sich, kein Flüstern, nur der schwache Widerhall des Atems, den Elias aus der Tiefe mitgebracht hatte. Er setzte sich auf die Stufe vor dem Altar und schloss die Augen. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft versuchte er nicht, etwas zu verhindern oder zu erfüllen. Er hörte zu. Die Erinnerungen kamen nicht als Sturm. Sie kamen einzeln, geordnet, eine Stimme nach der anderen. Es war neu, beunruhigend neu, als hatte das Ritual auf seinen Widerstand reagiert, indem es sich anpasste. Teilen, dachte Elias. Wenn Last verteilt werden konnte, warum nicht auch Erinnerung? Er stand auf und ging zur Wand mit den Namen. 10 Finger glitten über die Kerben, 3 unter seinem eigenen. Die geschlossene Hand. Das Auge, er spürte, dass der Platz war. Nicht für ein weiteres Zeichen, sondern für eine Veränderung der Bedeutung. Nicht ein Trager, murmelte er, Mehrere. Das Kloster reagierte nicht sofort, doch tief unter ihm verschob sich etwas. In der Nacht verließ Elias erneut den Berg. Nicht gerufen, nicht getrieben, sondern geführt von einem inneren Drangen, das sich nicht mehr wie Zwang anfühlte. Er ging ins Dorf, nicht verborgen, nicht schleichend. Er ging den Hauptweg entlang, sichtbar. Lichter gingen an, als er vorbeikam. Türen öffneten sich einen Spalt breit. Niemand sprach Eichen an, aber niemand wandte sich ab. Die Mitwissenden spürten es. Elias blieb auf dem kleinen Platz stehen, dort, wo das Kind gespielt hatte. Er legte das Messer ab und setzte sich auf die niedrige Steinmauer. Dann tat er etwas, das Ritual nicht vorgesehen hatte. Er sprach, der Berg wird heute Nacht niemanden holen, sagte er laut. Seine Stimme war ruhig, aber er wird erinnern, und ihr werdet es spüren. Ein Murmeln ging durch die Dunkelheit,
Eine Frau trat nachher, dann ein Mann, schließlich standen sie im Halbkreis Eichen. Ihre Gesichter waren angespannt, aber nicht feindlich. Es war die Spannung von Menschen, die seit Jahren etwas tragen, ohne es benennen zu dürfen. Why? Fragte jemand. Elias atmete tief ein, geteilt. Wollte nicht die Schuldigen, nicht die Lauten, sondern jene, deren Schweigen am schwersten wog, weil es aus Angst geboren war. Eine Mutter, ein Lehrer, der Wirt der Schenke, legte ihnen die Hände auf die Stirn, keine Klinge, kein Blut, nur Berührung, die Erinnerung floss, nicht vollständig, nicht zerstörerisch, Fragmente, Bilder ohne Zusammenhang, Gefühle ohne Namen, Schuld ohne Tat. Jeder von ihnen keuchte auf, als hatte man ihnen die Luft genommen und zugleich etwas von ihrer Last. Elias sank auf ein Knie. Sein eigener Schmerz war stärker als Jesu war. Unter seinem Namen bildete sich kein neues Zeichen. Stattdessen begann das Auge zu brennen, als würde es tiefer sehen. Es funktioniert, flüsterte er. Doch das Kloster hatte zugehört. In derselben Nacht starb niemand im Dorf. Aber zwei Menschen verloren den Verstand. Der Lehrer wurde am Morgen schreiend, im Klassenzimmer gefunden, unfähig, Gesichter zu erkennen. Die Mutter saß stumm am Fenster, wie versteinert, das Kind unbeichtet. Keine Wunden, kein Blut, nur Leer. Elias kehrte zum Kloster zurück, bevor die Sonne aufging. Der Wächter wartete bereits. Seine Augen waren geschlossen. Doch Elias wusste, dass sah. Du hast verteilt, sagte der Wächter. Ich habe reduziert, antwortete Elias. Kein Tod. Doch, sagte der Wächter ruhig, eine andere Art. Elias' Hände ballten sich, sein Leben. Sie funktionieren nicht mehr, entgegnete der Wächter. Die Last sucht immer ein Gefäß. Wenn es nicht reißt, verformt es. Elias verstand die Grausamkeit dieser Wahrheit. Das Ritual kannte keine Gnade, nur Statik. Jede Veränderung musste sich irgendwo entladen. Dann müssen es mehr werden, sagte Elias leise. Kleinere Teile. Niemand darf alles tragen. Der Wächter öffnete die Augen. Ein langer Blick, prüfend. Dann wirst du zahlen müssen, sagte er. Nicht die Stunden, die Menschen. In den folgenden Tagen veränderte sich das Dorf. Niemand starb, aber viele veränderten sich. Schlaflosigkeit, Erinnerungslücken, plötzliche Tränen ohne Anlass. Das Schweigen which, nicht dem Geständnis, sondern dem Zittern. Die Schuld war nicht verschwunden, sie war verdammt worden. Und Elias zahlte den Preis, Vergessenes, dann Orte, dann den Klang seiner eigenen Stimme außerhalb des Klosters. Manchmal stand in der Kapelle und wusste nicht mehr, wie der Himmel aussah, nur dass existiert haben musste. Unter seinem Namen erschien schließlich ein neues Zeichen, kein Schnitt, kein Symbol, eine Linie, die sich teilte. Der Wächter betrachtete sie lange. Du veränderst die Funktion, sagte er, aber nicht den Zweck. Vielleicht reicht das, antwortete Elias. Der Wächter schüttelte den Kopf. Es reicht, bis die Last weiter wächst. Elias sah zur Decke der Kapelle, zu dem Ort, an dem die 13. Stunde begann. Spürte, wie sie wachsamer wurde, aufmerksamer, lernend. Dann, sagte Elias, muss ich ihr beibringen, zu vergessen. Der Wächter schwieg, zum ersten Mal, und Elias wusste, mit diesem Gedanken hatte eine Grenze betreten, die kein Wächter vor ihm überschritten hatte. Elias begann zu vergessen.
bevor es wollte. Es war nicht das Vergessen, das geplant hatte, kein kontrolliertes Ablosen, kein sanftes Entlassen der Last. Es war ein unruhiges Ausfransen. Worte verloren einander, Erinnerungen verschoben sich, als würden sie von innen neu angeordnet. Und das Kloster half. Die Kerzen in der Kapelle brannten kürzer, die Schatten wurden scharfer, in den Nachten hörte Elias Schritte, wo keine Körper waren. Nicht bedrohlich, nicht eilend, suchend. Die Dreizehnte Stunde lernte. Elias hatte begonnen, das Ritual umzuschreiben, nicht mit Zeichen an den Wänden, sondern mit Gesten, die sich nicht mehr einprägten, Berührungen ohne Namen, Worte, die sich nicht wiederholen ließen, Gebete ohne Adressaten. Nannte es intern Losen. Die erste Probe fand im Morgengrauen statt. Ein alter Mann aus dem Dorf, einer der ersten, die geteilt hatten, saß auf der Bank vor der Kapelle. Sein Blick war klar, aber leer, wie ein frisch gereinigtes Gefäß. Elias kniete vor ihm, legte zwei Finger an die Schlafen und sprach kein Wort. Stattdessen ließ zu, dass das Auge in ihm sich öffnete. Die Erinnerung löste sich, nicht in Bildern, in Gewicht. Der Mann atmete auf, lächelte. Ich weiß nicht mehr, warum ich hier bin, sagte er. Es klang erleichtert, dankbar. Elias schwankte. Ein Teil von ihm hatte etwas verloren. Ein anderes hatte etwas gewonnen Raum. Der Wächter beobachtete aus der Tiefe. Sagte nichts, aber der Atem im Fels veränderte sich. Am Abend kehrte der Mann zurück ins Dorf. In der Nacht brannte die Scheune des Wirts. Niemand sah den Brandstifter. Niemand erinnerte sich an Zorn, an Neid, an Schuld. Aber das Feuer hatte Hunger gehabt, und es hatte gewusst, wo es anfangen musste. Elias stand vor den verkohlten Balken, während der Rauch sich mit der Morgenluft vermischte. Verstand nun, das Vergessen hatte die Form verlassen, aber nicht die Energie. Sie hatte sich entladen, ungezielt, wild. Du kannst Erinnerung nicht töten, sagte der Wächter, als Elias zurückkehrte. Du kannst sie nur entwurzeln. Dann muss ich ihr eine neue Erde geben, antwortete Elias. Begann, Symbole zu schaffen, die nichts bedeuteten, keine Kreise, keine Schnitte, keine Stunden. Ließ Dorfbewohner Steine tragen und sie an Orte legen, die keinen Namen hatten. Ließ sie Worte sprechen, die sich widersprachen, lachen in der Kapelle, weinen im Wald. Das Kloster reagierte unruhig. Die Dreizehnte Stunde begann, sich zu zeigen, nicht als Zeit, als Muster, in Traumen, in Spiegeln, in den Augen derer, die vergessen hatten. Elias sah sie nun öfter, eine Lücke, die nicht dunkel war, sondern aufmerksam. Dann verschwand ein Kind, nicht entführt, nicht getötet. Es war da und im nächsten Moment nicht mehr vorhanden. Die Mutter schwor, es nie gehabt zu haben. Das Bett war leer, die Speilsachen fremd. Nur ein Abdruck im Staub blieb, der niemandem auffiel. Elias erkannte den Fehler. Das Vergessen hatte begonnen, sich selbst zu wählen. In der Tiefe bebte der Fels. Der Wächter erhob sich zum ersten Mal von seinem Sockel. Seine Schritte waren schwer, aber bestimmt. Du hast ihr beigebracht, zu fressen, sagte er. Elias sank auf die Knie. Ich wollte sie befreien. Du hast ihr Hunger gegeben, entgegnete der Wächter, und keinen Maßstab. Die Zeichen auf Elias' Arm veränderten sich. Die Linie, die sich geteilt hatte, begann zu verschwimmen. Das Auge schloss sich nicht, es vervielfachte sich.
Elias spürte fremde Erinnerungen in sich auftauchen, aber sie blieben nicht. Sie glitten ab wie Wasser von Glas. Ich kann sie nicht mehr halten, flüsterte doch, sagte der Wächter, aber nicht allein. Der Wächter trat nahe. Zum ersten Mal berührte Elias. Die Haut des Alten war kalt und warm zugleich, wie Stein im Sonnenlicht. Die 13. Stunde braucht Grenzen, sagte nicht Zeit, nicht Blut, sondern Besiegung. Elias verstand. Das Ritual war entmenschlicht worden. Es hatte keine Gesichter mehr, keine Gegenüber, nur Funktionen. Dann, sagte Elias leise, muss ich ihr weiter Namen geben. Der Wächter schüttelte den Kopf. Nein, du musst ihr deinen geben. Elias sah in die Augen des Wächters und erkannte darin etwas, das zuvor nicht gesehen hatte. Furcht, nicht vor dem Ende, sondern vor Wiederholung. Wenn du das tust, fuhr der Wächter fort, wirst du nicht mehr zurückkehren können. Elias dachte an das Dorf, an das Kind, das niemand vermisste, an die Scheuen, an die Lehre, die gewachsen war, wo Schuld gelöscht worden war. Nickte. In der Kapelle erloschen alle Kerzen gleichzeitig. Die 13. Stunde stand nicht mehr über ihnen. Sie stand zwischen ihnen, und sie wartete. Der Name ließ sich nicht sofort aussprechen. Elias wusste das, noch bevor den Mund öffnete. Der Raum verlangte nicht nach Lauten, sondern nach Bindung. Die Kapelle war leer, doch nicht verlassen. Die 13. Stunde hatte keinen Ort mehr über oder unter dem Boden. Sie war zwischen Atemzügen, zwischen Blicken, zwischen Entschlüssen. Der Wächter stand am Rand des Raumes. Griff nicht ein. Konnte es nicht mehr. Elias trat vor den Altar. Nicht den steinernen, den unsichtbaren, den in den letzten Nachten gespürt hatte dort, wo Aufmerksamkeit sich sammelte wie Wasser in einer Senke. Legte das Messer ab. Zum ersten Mal seit Beginn des Rituals lag kein Werkzeug zwischen ihm und der Last. Ich bin hier, sagte Der Satz war kein Beginn. War ein Angebot. Die Luft antwortete, nicht mit Klang, sondern mit Druck. Elias' Brust zog sich zusammen, als würde etwas prüfen. Ob Platz machte oder Widerstand leistete. Tat nichts. Blieb offen. Das Auge in ihm war ruhig, wach aber nicht gierig. Du brauchst einen Namen, fuhr Elias fort. Nicht viele, einen. Der Wächter schloss die Augen. Wusste, was kommen würde. Wusste es besser als jeder andere. Elias spürte, wie Erinnerungen sich sammelten. Nicht aus dem Dorf allein, aus dem Kloster, aus Generationen. Sie drängten nicht mehr chaotisch. Sie ordneten sich ihn herum, wie Eisen einen Magneten. Nimm meinen, sagte Elias. Das Wort fiel nicht, es senkte sich. Die 13. Stunde reagierte sofort. Sie zog sich zusammen, verdichtete sich. Ein Fokus entstand, scharf wie ein Schnitt. Elias' Name hallte nicht, kehrte sich. In der Kapelle flackerte kein Licht, aber die Schatten richteten sich aus, als hatten sie eine Richtung gefunden. Der erste Schlag kam unerwartet. Elias' Knie gaben nach, Bilder rissen an ihm vorbei, schneller als zuvor. Gesichter ohne Augen, Hände voller Asche, Gebete, die nie erhört worden waren. Spürte sie nicht mehr als fremd. Sie wurden durch ihn hindurchgeführt, gebunden, gehalten. Sag es, drängte der Wächter Elias. Nicht aus Grausamkeit, aus Notwendigkeit.
Elias hob den Kopf. Blut lief ihm aus der Nase, aber wäschte es nicht weg. Ich trage, sagte nicht als Opfer, nicht als Wächter. Die 13. Stunde schwankte. Sie hatte gelernt zu beobachten, zu fressen, zu warten. Nun lernte sie zu hören. Ich trage als Name, flüsterte Elias. Das Ritual schloss sich. Es war kein Knall, kein Beben. Es war ein Klicken, wie wenn etwas lange Gesuchtes endlich einrastete. Elias fühlte, wie es sich die Last an ihm festmachte, nicht zerstörerisch, sondern zielgerichtet. Die Erinnerungen fanden Halt. Nicht Erlösung, Halt, im Dorf veränderte sich die Nacht. Menschen wachten auf und erinnerten sich, nicht an Schuld, sondern an Verantwortung. Der Lehrer erkannte Gesichter weiter, aber sie taten ihm weh. Die Mutter sah ihr Kind an und wusste, dass es gefehlt hatte. Der Abdruck im Staub verschwand. Nicht, weil vergessen wurde, sondern weil benannt worden war. Elias lag lange auf dem Steinboden. Wusste nicht, wie viel Zeit verging. Als die Augen öffnete, war der Wächter noch da. Wirkte kleiner, erleichtert, fast menschlich. Es funktioniert, sagte der Wächter. Es war keine Freude. Es war Staunen. Es kostet, antwortete Elias. Versuchte aufzustehen. Sein Körper gehorchte, aber zögerlich. Etwas hatte sich verändert. Nicht gebrochen, verschoben. Spürte die 13. Stunde nun ständig. Nicht als Druck, als Präsenz, wie jemand, der hinter einem steht und mitliest. Was geschieht jetzt? Fragte der Wächter. Elias sah zur Wand mit den Namen. Sein eigener war verschwunden. Dort, wo gestanden hatte, war nun ein freier Raum. Die Zeichen darunter hatten sich geordnet. Die Linie war geschlossen. Das Auge ruhte. Jetzt, sagte Elias, ist das Ritual nicht mehr anonym. Der Wächter nickte langsam. Und wenn du fallst? Elias antwortete nicht sofort. Wusste, dass diese Frage nicht hypothetisch war. Spürte bereits die Erosion. Kleine Lücken in seiner eigenen Erinnerung. Namen, die nicht mehr abrufen konnte. Orte, die nie wieder würde sehen können. Dann, sagte schließlich, fällt ein Mensch. Der Wächter atmete tief aus. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten atmete wie jemand, der etwas loslassen durfte. Doch die 13. Stunde war nicht abgeschlossen. In der folgenden Nacht kamen Fremde ins Dorf, Pilger, Suchende, Menschen, die nichts von dem Kloster wussten, aber spürten, dass hier etwas antwortete. Sie brachten ihre eigenen Lasten mit, ihre eigenen Fragen, ihre eigenen Namen. Elias stand in der Kapelle und verstand, indem dem Ritual einen Namen gegeben hatte ihm ein Gesicht verliehen, und Gesichter sehen Blicke an, sie werden kommen, sagte der Wächter. Elias nickte. Dann werde ich sie sehen. Die 13. Stunde bewegte sich, nicht mehr als Lücke, als Weg, und Elias wusste, der letzte Teil würde kein Ende bringen, nur eine Entscheidung darüber, ob ein Glaube, der einen Namen tragt, jemals unschuldig bleiben kann. Die Pilger kamen nicht alle Glück, sie kamen einzeln, in Paaren, in Gruppen, die sich unterwegs gebildet hatten, weil man einander im Schweigen erkannt hatte. Niemand wusste genau, was sie suchten, aber jeder wusste, dass der Berg antwortete. Elias spürte sie, lange bevor sie das Dorf erreichten. Die 13. Stunde spannte sich in ihm, wie ein Nerv, der jede Bewegung registrierte. Jede neue Last, die herkam, legte sich nicht mehr auf den Ort. Sie legte sich auf ihn.
begann, Gewicht zu verlieren, nicht körperlich, innerlich. Erinnerungen an seine Kindheit verblassten. Das Gesicht seiner Mutter war nur noch eine Kontur. Sein eigener Name hatte keine Geschichte mehr. War zu einem laut geworden, der funktionierte. Der Wächter beobachtete Eichen schweigend. Wusste, dass dies der Punkt war, an dem jeder vor Elias gescheitert war, nur langsamer, unauffälliger, ohne Sorgen. Du kannst es beenden, sagte der Wächter eines Abends. Jetzt. Elias sah Eichen an. Wie es sei, indem du dich lost, antwortete der Wächter, indem du den Namen zurücknimmst. Die Last wird ungebunden, sei wird explodieren, einmal, danach ist sie frei. Elias schloss die Augen. Sah, was geschehen wurde. Erinnerungen ohne Halt wurden sich entladen. Schuld würde keine Richtung mehr haben. Das Dorf würde nicht sterben, es würde zerbrechen. Nicht sofort, aber endgültig. Die Pilger würden gehen und ihre Lehre mitnehmen. Ganze Orte würden beginnen, sich selbst zu zerfleischen, weil das, was verdrängt worden war, nun keinen Widerstand mehr fand. Und die andere Möglichkeit, fragte Elias. Der Wächter zögerte. Du lässt sie lernen. Elias öffnete die Augen. Lernen, was? Zu bleiben, sagte der Wächter. Nicht an dir, an anderen. Elias verstand. Die Dreizehnte Stunde hatte begonnen, sich an ihn zu binden, nicht aus Bosheit, aus Logik. War ein Name, ein Fokus. Aber nichts zwang sie, bei ihm zu bleiben, außer Gewohnheit. Ich kann sie weitergeben, sagte Elias langsam, nicht als Opfer, nicht als Wächter, als Lehrer, ergänzte der Wächter. In der folgenden Nacht versammelten sich die Pilger in der Kapelle. Sie knieten nicht, sie sangen nicht, sie warteten. Elias stand vor ihnen, bleich, aber aufrecht. Sah keine Gläubigen, sah mögliche Trager. Ich werde euch nichts abnehmen, sagte. Ich werde euch nichts vergeben. Ich werde euch nichts erklären. Ein Murmeln ging durch die Reihen. Enttäuschung, Verwirrung. Ich werde euch zeigen, wie man halt, fuhr Elias fort, und wie man weitergibt, ohne zu zerstören. Der erste Schritt war einfach, jeder sprach einen Namen, nicht seinen eigenen, den eines Menschen, dem Unrecht getan hatte, laut, deutlich, ohne Rechtfertigung. Die 13. Stunde reagierte sofort. Sie spannte sich, suchte Halt. Elias ließ sie. Zwang sie nicht mehr. Lenkte sie. Dann berührte den ersten Pilger. Nicht mit dem Messer. Nicht mit Zeichen. Mit Aufmerksamkeit. Ein Teil der Last löste sich von Elias. Spürte es deutlich. Wie das Abnehmen eines schweren Mantels. Der Pilger kochte, aber brach nicht zusammen. Weinte und blieb stehen. Einer nach dem anderen trat vor. Die Last verteilte sich, nicht gleichmäßig, aber tragbar. Jeder trug etwas, niemand alles. Als der Morgen graute, war Elias kaum noch fähig zu stehen. Doch lebte, und die 13. Stunde hatte sich verändert. Sie war kein Zentrum mehr. Sie war ein Kreis. Der Wächter sah zu, wie sich etwas erfüllte, wofür nie vorgesehen gewesen war. Du hast sie überlebt, sagte leise. Elias schüttelte den Kopf. Nein, ich habe sie vermehrt. Wochen später verließen die Pilger das Dorf. Sie trugen keine Zeichen, keine Narben, aber sie wussten nun, wie man die Last erkennt und weitergibt. Sie würden es nicht Ritual nennen, nicht Glauben, sie würden es Notwendigkeit nennen. Das Kloster wurde still. Der Wächter setzte sich weiter auf seinen Sockel.
war nicht mehr gefesselt, aber blieb aus Gewohnheit, aus Verantwortung. Elias verließ den Berg. Niemand heilt Eichen auf, niemand segnete Eichen. Im Dorf erkannte man Eichen kaum wieder. War leichter, durchsichtiger, als würde ein Teil von ihm immer woanders sein. Manche sagen, sei gestorben. Andere sagen, gehe von Ort zu Ort, unscheinbar, horrend, lernend. Das dort, wo Menschen beginnen, Schuld nicht mehr zu verdrängen, sondern aufzuteilen. Ein Mann erscheint, der nichts verspricht. Nur eines ist sicher, die Dreizehnte Stunde ist nicht verschwunden. Sie hat keinen Ort mehr, aber sie endet nicht. Und jedes Mal, wenn jemand glaubt, allein tragen zu müssen, beginnet sie von neuem, nicht als Fluch, sondern als Frage.